Jungs und Mädels, liebe Freunde des 3D-Druck-Wahnsinn und herzlich willkommen zu diesem Quick-Tipp, wo es um das geht. Ja, wir haben so einen Quick-Tipp eigentlich schon mal gemacht. Hier oben habe ich ihn verlinkt. Da zeige ich euch, wie man mit verschiedensten Online-Tools Logos einfärbt und auf eure 3D-Drucker bringt. Aber die Kritik der Community war, du zeigst ja gar nicht, wie man es wirklich auf den Deckel hier drauf bekommt. Und dass das Ganze sogar mit dem Bambus-Slicer funktioniert, das möchte ich euch in diesem Video heute beweisen und zeigen. Denn da gibt es eine Kleinigkeit, die wahrscheinlich viele übersehen, warum es dann doch funktioniert. Viel Spaß mit diesem Video. Okay, um was soll es denn speziell gehen, falls ihr das eine Video nie gesehen habt? Ich habe hier einfach eine Box gedruckt, die ist auch unten verlinkt, falls ihr unbedingt so eine Schiebebox haben wollt. Und dieser Deckel. Und in diesem Deckel ist ein Logo von einer Firma, für die ich arbeite, also ein Kunde von mir drinnen, und das ist komplett spiegelglatt. Das Ganze wurde auf einer Texturplatte gedruckt, und zwar so kopfüber, dass es eigentlich ein Guss ist. Und das Interessante ist, die Technik, die ich euch heute zeige, die habe ich vorher eigentlich immer mit anderen Programmen gemacht. Ja? Meistens online-basierte. Dass das Ganze aber jetzt hier im Bambus-Slicer funktioniert, ist eigentlich eine coole Geschichte, die ich selbst so noch nicht lange am Schirm habe. Und um das soll es jetzt eben gehen. Gut, lasst uns doch mal mit dem Slicer beginnen, und da öffnen wir jetzt einfach mal zwei Dateien. Ich habe die beide hier schon rausgerechnet, das sollten beide STL-Dateien sein. Dann könnt ihr das Ganze öffnen. Wie übrigens ein normales Logo vektorisiert oder zu einem STL umbaut, das habe ich euch in dem Video vorher verlinkt. Auch unten ist das Video verlinkt. Ist eine einfache Geschichte. Fakt ist nur, ich bekomme jetzt hier eine Warnung. Nein, ich möchte die bitte nicht zusammengefügt hier zusammenbauen, sondern ich möchte die einzeln haben. Einmal rausklicken, einmal aufs große Logo klicken, dann mit der Taste S oder hier oben auf Skalieren, und dann skalieren wir das Ding mal kleiner. Der Übersicht halber mache ich noch eine Druckplatte her, schiebe mir hier das Logo mal auf die Druckplatte rüber, damit wir jetzt hier um den Deckel kümmern können. Und der Deckel selber, das ist jetzt ein Deckel, der auf der einen Seite glatt ist, das ist die Unterseite, und auf der Oberseite hat er eben diese Rillen, und ich möchte, dass der jetzt mal normal da liegt, deswegen gehe ich auf automatisch orientieren, und damit liegt er auch wunderschön. So, nun positionieren wir den so, wie wir brauchen. Und ziehen uns jetzt das Logo hier rüber. Ich möchte nur vorher das Logo in einer anderen Farbe, dass ich auch erkenne, weil weiß auf weiß, das ist so ein bisschen schildbürgermäßig, wo das Ganze ist. Ich habe in meinem AMS auch noch schwarz drinnen, optimal. Und dann ziehen wir das hier rüber, und auf einmal sieht man sieht nichts, weil unser Deckel schlichtweg ein bisschen dicker ist als unser Logo. Kein Stress, wir können wieder auf S gehen oder hier oben raufklicken, schnappen uns den blauen Punkt hier, ziehen ihn nach oben, machen unser Logo somit etwas höher als der Deckel ist, und jetzt können wir es nochmal anklicken und das Ganze theoretisch gesehen ja so anpassen, wie ich es möchte. Wenn ich jetzt wieder kleiner werde, wird aber prozentual auch die Höhe kleiner, und irgendwann mal wird unser Logo wieder ja in dem Deckel verschwinden. Heißt, falls es verschwindet, geht nochmal auf den blauen Punkt hier, zieht es höher. Wir werden es später wieder etwas anpassen. Gut, damit ich das Ganze besser hier jetzt sehen kann, setze ich mir das Ganze jetzt mal in diese Position hier rein. Dann darf mein Logo noch ein bisschen größer werden, noch ein klein wenig verschieben, rausklicken und gut ist. So, was haben wir alles gemacht? Wir haben jetzt zwei STL-Dateien übereinander gelegt. Der Slicer hat das auch schon gecheckt und gibt uns hier auch schon einen kleinen Reinigungsturm hierher. Den werden wir auch am Schluss noch benötigen. Nun ist es aber so, dass wir versuchen, dieses Logo auf die Höhe des Deckels zu bringen. Einmal den Deckel angeklickt, nochmal auf S geklickt, und wir sehen hier 3 mm Höhe hat der, und auch so leicht zum Verstehen, wenn ihr die roten Punkte hier seht, dann ist das im Prinzip die Höhe, diese 3 mm. Nun können wir aufs Logo klicken. Ich schalte hier die einheitliche Skala aus, gehe hier jetzt rein, lösche die 8 mm, trage die 3 ein und habe mein Logo genau gleich hoch. Ja, aber wo ist es denn jetzt hin? Ja, wo ist es denn hin? Und wieso schaut das so aus, als wäre das hier ein krasser Grafikfehler? Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr bescheißt jetzt so ein bisschen das Bambus Studio. Ihr legt zwei STLs übereinander. Das eine hat die Farbe, das andere hat die Farbe, und irgendwie weiß er nicht mehr, was ist jetzt oben, was ist unten, weil die sind beide grafisch gesehen genau gleich hoch, und deswegen haben wir jetzt diesen Shadow-Effekt. Das ist ein bisschen wie eine 80er-Jahre-Disco, oder? Hyper, sage ich nur. Das Ding ist halt jetzt, ich baue jetzt bewusst einen Fehler mit euch. Ich sage jetzt, bitte einfach mal slicen. Warum Fehler? Ihr bekommt rechts unten sofort eine Fehlermeldung, und da sagt euch der Slicer, halt, stopp, Moment mal, es sind zwei Elemente übereinander geschoben. Er weiß ja nicht, dass wir es wollen.
Aber das ist an und für sich eine gute Warnung, wenn ihr viele einzelne Druckteile auf eurer Platte habt, dann kann schon mal passieren, dass eine vielleicht so ein bisschen ins nächste reinragt und ihr dann zerstörten Druck habt. In dem Fall ist es aber so, dass wir das eigentlich haben wollen. Danke, dass du uns jetzt einen Warnhinweis gibst. Er würde es theoretisch auch drucken. Wir haben nur folgendes Problem. Wenn wir hier jetzt mit unserem Slicer mal nach oben und unten gehen, sehen wir, okay, ja, der druckt da schon. Ja. Nicht wirklich schön, aber schauen wir uns doch mal ganz kurz an. Ne, innen drin macht er alles schwarz. Er macht das Logo komplett von oben bis unten durch. Heißt aber auch, wenn wir nach unten schauen, sehen wir das Logo auch nochmal. Und irgendwie kann er sich nicht so ganz entscheiden, ob weiß jetzt die oberste Fläche ist, was anscheinend der Fall ist, oder schwarz. Heißt für mich nochmal zurück in die Vorbereitung, nochmal Steuerung A drücken, rechte Maustaste hier rein und Filament für ausgewählte Elemente festlegen. Ich möchte alles weiß haben. Jetzt haben wir zwar eine Schildbürgerfahne hier gemacht, ja, weißer Stier auf weißem Grund oder wie das heißt, keine Ahnung, aber jetzt ist mal alles weiß. Und das ist gut, denn jetzt können wir auch alles einfärben, so wie wir es haben wollen. Ihr seht, wir müssen ein paar Fehler machen, um sie beheben zu können und am Schluss zum guten Ergebnis zu kommen. Der nächste Step ist, rechte Maustaste, habt immer noch alles ausgewählt, zusammenbauen. Ich habe euch am Anfang beim Intro erzählt, das ist etwas, das nicht jeder checkt, das nicht jeder weiß. Aber ihr könnt zwei Elemente zusammenschieben und dann eurem Slicer sagen, es ist wieder eines. Und dann meckert er auch nicht mehr rum, dann ist ihm das komplett scheißegal. Dann habt ihr im Prinzip einfach gesagt, ja, ich will. Und damit ist er konform. Zusammenbauen, und jetzt sehen wir auch schon, egal, wenn ich jetzt rausklicke, wieder reinklicke, wir haben ein Objekt. Und dieses Objekt hat auch irgendwo noch so ein bisschen, man sieht es ganz leicht, das Logo noch dabei. Okay, ihr erinnert euch, wir haben zwei Farben im AMS drinnen. Wir nehmen jetzt hier den Kübel, das heißt Ausfüllwerkzeug. Und aha, da können wir auf einmal das Logo wieder einfärben. Das Schöne an dem Ausfüllwerkzeug ist, er füllt uns eigentlich nur die oberste Schicht aus. Unten ist es immer noch komplett weiß. Und das ist die ganze Magie, denn wenn ich jetzt wieder auf den Kübel klicke, rausgehe und sage, okay, ich möchte das Ganze jetzt bitte slicen, kriegen wir keine Fehlermeldung mehr. Alles ist super. Und wenn wir uns jetzt das Objekt anschauen, hier in der Vorschau, können wir auch natürlich die Ebenen hier runterfahren. Und ihr seht, okay, die ersten 3 Ebenen, da macht er noch schwarz und darunter ist nur noch weiß mit ein bisschen Aufbau vom Logo. Was auch nicht blöd ist, je mehr Infill ihr in eurem Objekt drinnen habt, umso weniger wird er da als diese Stützstrukturen für die tatsächliche Logo-Geschaltung dann reinbauen, weil er einfach mehr Platz hat. Jetzt ist es so, wir haben relativ viele kleine Stellen, die man überbrücken muss. Ganz cool eigentlich, dass er da mitdenkt, bis er eben oben dann anfängt, das ganze Dach zu schließen. Und das macht er im Prinzip so. Er fährt einmal das komplette Logo ab, eben schon auf den vorgedruckten, in schwarz hier gedruckten Linien, bis er das Logo einmal in weiß durch hat. So. Das sind die Outlines quasi und dann fängt er mit den Inlays an und füllt das Logo schwarz, bis es ganz nach oben geht. Das macht er 3 Schichten lang und dann ist unser Logo in dem Deckel drin. Warum macht das 3-mal? Naja, ich habe Deckstrukturen eingegeben oder Deckschichten. Und diese Deckschichten basieren darauf, dass wenn ich ein Objekt habe, ich den Infill da drinnen ja mit mehreren Schichten überdecken möchte. 3 sind eh schon relativ wenig. Wenn ihr zum Beispiel 5 macht, macht er auch 5 schwarze und weiße Schichten rein. Gut für euch, dadurch ist euer Logo ziemlich dicht und es ist vor allem blickdicht. Schlecht für den Filamentwechsel, ihr habt halt 4 oder 5 oder je nachdem wie viel Deckschichten ihr habt, verschiedene Wechsel drinnen. Dauert halt ein bisschen länger. Okay, jetzt habe ich euch aber gesagt, unser Logo hier sieht wunderbar aus, denn es ist upside down gedruckt. Es ist ja auf einer Texturplate gedruckt und zwar liegt das so da und deswegen müssen wir das jetzt auch noch einstellen. Wir gehen nochmal in die Vorbereitungen rein, haben das Logo angeklickt, gehen hier auf, da ist es, Fläche oder auf Fläche legen, klicken einmal hier drauf, haben jetzt somit unser ganzes Teil geflippt wie ein Ei in der Pfanne und jetzt können wir das Ganze nochmal slicen. Und jetzt druckt er uns im Prinzip den Boden als erstes und da können wir nochmal ganz runter gehen. Da seht ihr, okay, die erste Schicht wird er schwarz vormachen, das Logo. Und dann baut sich eben jetzt auf unserer texturierten Platte das Logo auf. Und die texturierte Platte hat ja den Vorteil, dass sich die ersten Layer zusammenschmelzen und dadurch diesen seidig geilen Effekt gibt und man überhaupt nicht spürt, dass da ein Logo drinnen war.
das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, solche Tipps und Tricks gefallen euch. Ihr findet das richtig cool. Dann könnt ihr gerne diesen Kanal einfach mal abonnieren, liken oder was auch immer hier machen. Unbedingt auch die Glocke abonnieren. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Der Kanal, der geht eh schon auf die 50.000 User zu, was mich unfassbar freut. Aber der andere Kanal, der Live-Kanal, der, wo wir wirklich 3-mal die Woche was machen, der könnte ohne weiteres noch 1, 2 Abonnenten vertragen. Geht doch einfach mal hier irgendwo herum, klickt drauf, lasst ein Abo da. Gerade heute Abend zum Beispiel werden wir so eine Gun gemeinsam designen. Nein, eigentlich bemalen wir sie. Naja, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Peace, Love and 3D-Druck. Schweig Ober. And out.